Yes, I know. He's got some side business. What goes around comes around. Tell me what Hey, you're on. Over here, the lower the better. There's a camera rolling. Over here. You should wait there. We don't have an audience yet. They're still sleeping, Ralph. combined number. They're all on Hawaiian. Okay, while they're there, we're waiting for the patient. We went to considerable expense, considerable effort, and we were lucky enough to receive a copy. I don't know how we got it, but we got a copy of Ralph's tape on focal occurrence and therapy. It's a little over 2 hours long, and it's done in his office, and what he does is shows you procedures. And we are fortunate enough, we made a syllabus, we transcribed, this was voiced over in English, we went from the PAL system to VHS, VHS to DVD tape, and he also took, and we made a syllabus from the German language, so you can read along with it. It's good information you should have. And we have a limited number of copies of these. We made 15 of them for the seminar. And if they sell out, we can make more. But so take a look at that at the book table. We're still waiting for the 4th check for the translation fund. Just giving you progress reports on that. And then this is a wonderful book by Ernesto Adler on the neurofocal dentistry. And in it he discusses his points, which is just a little bit different on the neck than where Ralph says they are, but they're on the neck, so anyway, if you look there, you'll find them. And learn how to palpate, okay? Get the feelings. But I think we're gonna have Jochen Gleditsch back next year, so he'll be teaching you how to feel around in the mouth, feel your way around. And that's something dentists don't do, but a good acupuncturist always does it, because it tells you where the pain is where the problem is, and the body will tell you. And I gave his whole lecture, there it is. That's it. But you might want to look at this book because it's got wonderful case histories in here as to the nature of the focal disturbance and what kind of problems you can clear up by just, let's say, taking out a third molar that's impacted or in a bad position. An excellent book. And here again, we want to thank Herschel Allen. We also want to thank Dr. Fisher, the original book, but I don't think he applied for the copyright in this country. So anyway, with that being as it may, take a look at this book. Everybody said, well, how do you get started? How do you get started? We, Gary and I, the second seminar, we had a one-day program in the beginning, how to get it started in electroacupuncture. Now, it's hard trying to bring a lot of people along. What we want to do is the 2 top people in Germany that do this kind of thing, and we're fortunate enough to have them. And we want to get information for ourselves. And we want to thank you for coming and supporting us to get this information. But we in turn are taking and translating this into English so that now we'll have it. In other words, we want to set this up. We'll make the syllabus, and we'll go back again. And Jim was just talking to me, and he said, "Well, what we need to do is get a getting started program. So we'll do that, and we'll take you by the hand, and we'll do the fundamentals of homeopathy, the fundamentals of acupuncture, the fundamentals of electroacupuncture, and how you do it. How you get an instrument and you start doing this, and we start to learn how the homeopathy relates to electrodiagnosis and how they're used together. And what we want to present, of course, is Dr. Kramer's protocol using well-learned preparations and those for diagnosis. So I think everyone's here now. We can get started. When are you going to do that? Yes, there he is. Ed, what are you going to do? Jim is going to organize it. We're going to do it in Los Angeles, and we'll go down and make a 2-day thing out of it. Yeah. But here again, we got to beat the bushes to
do it because it's time and money. Mr. Fide? Wir sind am Abend benutzen. Der ist jetzt nicht im Einsatz. Ja, das hat zuerst And you are cool, and you are... Don't forget the postcard. Sure, check. Yeah, wo ist das denn? I'll be here. Oh ja. We also have the availability today of a decoder. So those of you that want to get decoded and find out how your nasal pathways are sucking that mercury up, mine shut down. And this is the finding that Ralf said that when he checked it, it was shut down. But I've detoxed a little bit since then. So they're going to be available over here, and there is a charge for that. So you might want to do that to take your decodergram home and see where you got your dysregulation of your basic ground system. Okay, I got it. Just in addition to that commercial, several of you have asked whether it will be possible to be examined while you're here, and so we'll afford you the possibility to give an example, just a general example of the patient that we saw last night sitting here, the decoder reading, and we did another reading this morning of a patient, and you can see a marked difference. The dermatron reading on this patient here has been 98, 95. I think the lowest we've been able to come down is about 92. And you see the enormous energies that he's putting out versus the other patient hardly had any energy to be able to test him on the dermatron. So if you desire that, we'll run the dermatron readings in the morning, and then the decoder reading in the morning, and the skin stimulation test in the evening, and also have the energy, if you have metallic fillings, add also the energy readings as well with that. So that can be done, and it can be done during the day. Just to let Dave know, and he will be running that. Okay? All right, that's it. Komm, gib mir her. Erstmal guten Morgen, liebe Kollegen. Good morning to you, dear colleagues. Ich hoffe, Sie haben so gut geschlafen wie ich. I hope you had as good a rest as I had. Gestern Abend nicht zu viel Alkohol getrunken. I tried to avoid excessive alcohol last night. Sodass wir wieder einen schönen Arbeitstag haben. And so today we're looking for a great work day. Gestern konnte ich Ihnen die Decoder-Auswertung in den einzelnen Teilen erklären. Yesterday I tried to explain to you the decoder readings in their various single modalities. Heute habe ich einen Decoder eines Kollegen von Stan. And today I have a decoder printing of a patient, a friend of Stan. Und dieses Decodergramm ist das ganze Gegenteil des gestrigen Decoderdrammes. And this printout is a total opposite of what you saw yesterday on yesterday's patient. Es ist für Sie ein hochinteressantes Decodergramm. This presents a very interesting decoder graph. Denn es zeigt eine vollkommene zentrale Dysregulation auf. Because it shows a total central dysregulation. Sie sehen hier die großen Einschwingkurven. You can notice the very large accentuated swinging in curves. Und die großen Rückstrom-Einschwingkurven. And also very large return currents. Bei kleinen Potentialen, bei normalen Potentialen. And the potentials are normal.
Die kleinen Potenziale sagen uns, dass es keine Metallvergiftung ist. The small potentials tell us that it is not a metallic intoxication. Wenn Sie so ein Bild sehen, If you see such a printout, können Sie mit 100%iger Sicherheit sagen, you can then express with 100% surety dass es eine chemische Intoxikation ist. that this is a chemical intoxication. Und ich fragte den Patienten, ob er mit Holzschutzmitteln in Berührung kommen könnte. I asked the patient whether he is in contact with any type of wood preservative substances. Und jetzt wird Ihnen Stan die Lebensgeschichte erzählen. Well, just very brief because it'll take several days to do that. But Dave was trained in dentistry. He's a dentist, but since he had an amalgam problem, at least suspected, he had this dealt with by Dr. Huggins. Even before that and following that, he was incapable of working. His family is engaged as painting, decorating and painting homes. And because of his inability to perform dentistry, he was engaged in helping the family out with painting. He still does that part of the time, even though he spends some of the time in dentistry. Also, Sie haben gehört, dass er in einem Malerbetrieb tätig war. And so you heard that he is engaged as Und a painter. dass er mit Holzschutzmitteln in Berührung gekommen ist. And that he was in contact with wood preservative substances. Wenn wir diese Einschwingkurven sehen When in meiner Praxis, I see such swinging and curves in my practice, weiß ich, dass diese Leute mit Pestiziden, Herbiziden oder anderen schweren chemischen Giften in Berührung gekommen sind. when I see this type of profile on my patients at home, I know immediately that they are dealing with pesticides, herbicides, insecticides type of intoxication problem. Diese Stoffe sind neurotrope Stoffe. All these substances are neurotropic type of substances. Denn Sie wissen, dass auch die Tiere, gegen die diese Mittel eingesetzt werden, Because you know that all these substances affect animals as well. durch Lähmung der Nerven getötet werden. By the paralysis of the nerves to produce death. Und dadurch kommt es dann auch zu dieser zentralen nervalen Dysregulation. And this is why it leads to a central nervous dysregulation in humans. Das hat nichts mit einer Entzündung zu tun, It has nothing to do with an inflammatory process, sondern Sie müssen diese Sachen nur mit Nosoden ausleiten, these type of problems can only be corrected with the use of nosodes, denn diese Ablagerung von diesen neurotropen Stoffen because the accumulation of these neurotropic substances kann über Jahre und Jahrzehnte bestehen. could have taken place over decades, years and decades. Sie werden vom Körper nicht ausgeleitet, The body has no ability to eliminate that, sodass sich die Wirkung sogar noch vergrößert. so that the influence of those substances are accentuated, they are cumulative. Wenn er jetzt in seinem Haus oder in seinem Beruf weiter mit diesen Stoffen in Kontakt tritt. As he continues to have contact with these substances in his vocation or at home. Und das Typische ist, dass das Urogenitalsystem And the typical thing is that the urogenital system immer mitgeschädigt ist. is always damaged along with it. Aber im Degenerativen. However, it shows a degenerative response. So, ich freue mich, dass ich Ihnen dieses noch erklären konnte. I'm very glad that I had the possibility to explain this to you. Zur Unterstützung der Ausscheidung dieser Stoffe To support the elimination of these substances, geben wir grundsätzlich noch Okubaka. we basically prescribe to the patient Okubaka. Das ist ein Stoff aus Afrika, This is a substance which comes to us from Africa, den die Stämme benutzen, um sich gegen feindliche Gifte zu schützen. which the natives utilize in order to protect themselves against
the enemy's toxins or poisons. Aber wie gesagt, ich kenne keinen anderen Weg, als über die Nosode diese Mittel auszuleiten. I know of no other route which can be used to promote the elimination of these substances except the use of nosodes. What was the name of that substance again? Okabaka. How do you spell it? O, wie man spricht. It spells similar to how it is pronounced. Ocubacca, I think. Oh, is it K? Oh, OKU, Okubaka. Is it available from I have no idea where you know, the guy who may give you information on that, who is really big on it, is Sam Wong. Sam Wong. Wir nehmen es bei diesen Vergiftungen immer in niedrigen Potenzen. We use the substance for this type of intoxication in very low potencies. Gary may know a little bit more about that substance. If you're a research affiliate of Occidental, he has given the members who have been members 3 vials, and one of them is labeled OK2, and that's the same substance. We've been using it for about 4 months now. Das war, gibt. Join the Occidental Institute. Wir sprechen jetzt über diese Substanz. Wo ist sie erhältlich? Die Okubaka. Ja. Bei Staufenpharma. Staufenpharma stellt die Potenzreihe her. Oh, okay. Stauffen Pharma would also be a source because they do produce the series in. What potencies does he use? Low potencies, but what potencies usually is what? Welche ist die Anfangspotenz? D3. D3 is the beginning potency. Yeah. D3. D3. Most commonly used, right? Yeah. Gut, das wäre. Okay. Any questions there? Okubaka for kidney basically, or liver also? Wo ist die Hauptwirkung von Okubaka? Ist das Im bekannt? Mesenchym. Okubaka main influence is on the total mesenchyme And liver, yes. and also liver. Also liver. So. Ich habe den Patienten jetzt gebeten, 5 Minuten sich zu konzentrieren. I have asked the patient to concentrate for about 5 minutes. Die chinesischen Pulse richtig fühlen zu können. In order for me to be able to palpate the Chinese reflex points properly. Und sein Hauptproblem in den Meridianen His main problem in the meridians ist im Blasen-Nieren-Meridian zu is suchen. in the bladder meridian, to explore the bladder meridian and Typisch für die Kraftlosigkeit, bladder in für die Energielosigkeit especially for the lack of energy, und im Dünndarm-Herzbereich. as well as in the small intestine and the heart region. Die Lunge ist sehr schwach. The lung is rather weak. Das Pankreas ist geschwächt. The pancreas is also weakened. Und der Dreierwärmer. And the triple warmer. Sodass wir hier sagen können, es ist viel besser als gestern Abend. But I can say this now, it is certainly better than last night. Ich glaube auch, dass die Decoder-Messung heute schon eine weit bessere wäre. I also would suspect that the decoder measure readings may Wir be werden nachher noch considerably einmal- improved today. We may try to do this today if time permits. Aber jetzt will ich doch versuchen, ihm noch die Werte zu verbessern, indem ich ihm jetzt einen Ausgleich der Meridiane mache. I will attempt to improve the values on this patient in that I will try to balance out his meridians. Kann mir einer helfen mit den Anliegen?
in der Nase. Would somebody help me here with the application of the needle? I guess we have a volunteer. Zunächst schaue ich, ob die Seitenlateralität gegeben ist. At first, I will look whether there is, und das habe ich nicht verstanden, sir. Die Seitenlateralität. Whether there is a side, I don't really know what that term means, but it translates side lateral. Also die Seitenkonkordanz. Differenz oder Konkurrenz? Nein, ob die rechte und linke Hälfte, Hirnhälfte korrespondieren. Okay, all right, that helps. Now I will check whether there is a right and left neurological balance or imbalance. Ich drücke, Right now I ich press presse ganz leicht very, very gently auf die Punkte vor dem Antitragus on the auricular acupuncture points of the antitragus und bekomme einen negativen Reflex. and I feel a negative reflex response. Es müsste hier ein positiver Reflex sein. Normally there Bitte, should be soll a einmal die positive Hände reflex. falten. Okay, would you fold your hands? Nein, ganz so. Nein. Squeeze? In the right hand. I look, ich schaue, ob er ein Rechtshänder oder Linkshänder ist. Okay. Okay. This experiment was to see whether he is right hand or left hand dominant. Ich kann auch noch am Ohr prüfen, ob er noch einmal eine Gegenprobe machen, ob er ein Rechtshänder oder Linkshänder ist. A counter control on this, on the ear, to determine whether he is a true left or right-handed person. Hier geht man. Ich gehe mit meinem sogenannten elektrischen Hämmerchen eine Selbstkonstruktion. I now will utilize what I call an electric hammer of own construction An die Helix on the helix, und bekomme eine positive Reaktion. and here I felt a positive response. Dann gehe ich an den unteren Teil der Helix Then I will go to the lower part of the helix, und bekomme ebenfalls eine positive Reaktion. and I also receive a positive reaction. Das besagt, dass hier ein Rechtshänder vorliegt. This means to me that this is a right-handed person. Ich mache immer 2 Proben. I always use 2 probes or 2 trials. Dann gehe ich mit dem positiven Teil And then I use a positive an den Innenteil der Helix, on the an die inside of Helixwurzel on the root of the helix, und fühle, ob hier eine starke positive Reaktion ist. and also a feel for a strong positive reaction. Und das besagt, dass eine sogenannte Inversion vorliegt. And this is, we determined that there is a so-called inversion phenomenon Das present. heißt, dass hier wahrscheinlich die erste Rippe And this means that there is a possibility that the first, durch irgendeinen mechanischen Schaden, den er genommen hat, that the first rib may have received some type of a mechanical damage, nicht in Ordnung ist. that there is some type of problem. Und dadurch müssen wir bei der Akupunktur zunächst erst diese Fakten behandeln, So in acupuncture we need to treat these factors first um überhaupt ein gutes Resultat bei der Akupunktur zu erreichen. in order to attain a good result in the use of acupuncture. Zunächst machen wir also Folgendes. Wir nehmen Next we do the following. anstelle von Silber nehme ich immer Stahl.
es kommt nicht auf das Metall, sondern auf die Farbe des Metalls an. I attempt to use, instead of silver, I use steel needles. It is not so much the type of metal which is used, but rather the color of the metal. Jetzt suche ich den ersten Punkt Now I locate the first point an die Helix on the helix, und gebe die Nadel dorthin. and I inserted the needle. Dann nehme ich den zweiten Blasenpunkt And then I use the second bladder point. und stecke. Nein, er soll einatmen. Oh, breathe in when he inserts the needle. Ausatmen. Exhale. Es ist besser, wenn Sie den Patienten erst einatmen lassen Okay, it is better if you ask the patient to und während Sie inhale stechen, and then you, ausatmen lassen. Dann entkrampft er. first an inhaling, then during the insertion the patient should exhale. So Dann inhale, gebe ich die zweite Nadel then the second needle is used. Inhale an das Auge der Götter. on the eye of the gods. Wieder einatmen. Okay, inhale now. Inhale, out there. And exhale. he inhaled when I told him he's been holding his breath now for. It helps, by the way. And the comment from the patient was, boy, that helped. So, bitte. Again, breathe in. Okay, out. Man muss, ich weiß nicht, wer macht von Ihnen Akupunktur? How many of you do utilize acupuncture, needle acupuncture? Dann brauche ich das nicht zu erwähnen. Man muss relativ die Nadel werfen. Then it is needless for me to mention this, but still you find yourself in a process of perhaps throwing the needle. Nicht den Patienten durch Drücken quälen. And you should not punish the patient by applying pressure. Einatmen. Okay, breathe in. Exhale. Inhale. Einatmen. Exhale. There's nothing else that distracts your mind from needles. So, und jetzt habe ich die Seitenlateralität. Now I have addressed the side-to-side imbalance. Und nun behandle ich die einzelnen Meridianpaare, um Yin und Yang auszugleichen. And now I will treat the single meridian pairs, the yin and the yang, in order to balance them out. Ich gehe meistens über die U-Punkte. I usually utilize the so-called U-points. Denn Sie wissen, im alten China Because you war may immer know, in old China there was always der Streit, ob man über die Low-Punkte oder über die U-Punkte gehen the soll. conflict whether one should utilize the yo-points or the U-points. Nach meiner Erfahrung ist es vollkommen egal, ob My wir experience shows that it's totally über die Low-Punkte oder über die U-Punkte akupunktieren. that it is totally irrelevant what points you use. Um den Yang zu aktivieren, gehe ich, To activate the yang, gehe ich hier an 13, 14 I then utilize 13, 14, an den Gouverneurs. the governor vessel 13, 14. Breathe in. Oh, too late. Okay, breathe in, breathe out. So. Dann den Gouverneurspunkt. And then the governor 16. vessel point 16. Wer noch nicht den Punkt weiß, wie er ihn finden kann, klappt die Ohren so rum. The ones who don't know how to find that point, you may want to try this technique. Fold over the ears, Und put your fingers on fasst them, so and then und extend, verlängert diese Falten. and then extend your thumbs to Nun sucht Come er to in the der point. Mittellinie now in the center point. die höchste Erhebung You palpate the highest elevation, und das ist der Punkt 16. and that is the point 16. Breathe in and out. I think I missed it.
Dann nehme ich die sogenannten Schlüsselpunkte. Then I go to so-called key points. Also das sind die Punkte, bei denen alle Yin-Meridianer in das Konzeptionsgefäß fließen. Those are the points where all the yin meridians empty into the conception vessel. Einer. Aus. Second person, 20. Welche Nummer habt ihr gefragt? Das ist, jetzt frag mich mal was Leichtes. Yeah, ask something easier. Das ist 22, das ist 21. 21 Conception, Gouverneursgefäß. conception vessel, Konzeptionsgefäß. conception vessel 21, 21. 22. 22. 22 liegt auf dem Adamsapfel. And 22 is in the Adam's apple. So. Somebody should take a picture. Porcupine. If I do time it right, there's no pain with the insertion of the needle. The patient's comments, if he times his breathing quite close to what the operator does, there's very little pain. Gary, Wer kann die chinesischen Pulse von Ihnen fühlen? Oh, sorry, I didn't. Nochmal wieder. Wer kann die chinesischen Pulse von Ihnen fühlen? Okay, which ones of you have learned to now palpate your own Chinese reflex point? If you do, put it on your hand and follow what he's doing. Okay. No person? The ones we did yesterday? Yeah, yes, yeah. Damit er es kontrollieren kann. So that you can then follow and actually check it, because he will be calling out some things here. Nämlich jetzt schon besser. His comments to Dr. Kramer was, I feel it is already an improvement. How do you feel, Ralph? well, my forehead has been my pain center for 10 years. And any touch of any type to my forehead automatically makes me feel better. If I could have someone go around and hold my forehead all day, I'd feel great. So the needles inserted there, especially when one went in, it was unbalanced, but when all four were in, it felt very good, because it's a balanced feeling and where my pain has always been. Was war? Ralf Turk. Hast du es verstanden? Nein. Er hat gesagt, ein ganzes, für 10 Jahre ist er herumgegangen mit Schmerzen im Kopf, und er hat das Gefühl, wenn jemand drücken würde und den Kopf Stirn halten würde, da würde er sich sehr, sehr wohl fühlen. Und wenn du die erste Nadel reingetan hast, da hat er eine Unbalance gehabt. Und dann, wie die anderen Nadeln reingegangen sind, das hat sich eigentlich ganz wohl gefühlt. Jetzt fühlt es sich, als ob etwas abgenommen ist und jetzt balanciert. Aha. Gut. Die Pulse sind also ganz exzellent. The pulses feel quite good, quite excellent. Ich schaue jetzt den Dickdarmmeridian nach, And now I am checking the also large das intestine, Dickdarm-Lunge-Paar. the large intestine lung pair. Und stelle fest, dass die Lunge noch aktiviert werden muss und ich vom Dickdarm Energie abnehmen muss. And I felt that the lung has to be activated and that the large intestine has to be sedated. Ich stecke jetzt den Dickdarm 4, And now I will einatmen. a needle of the large intestine 4. Sie finden ihn am besten, This one you will locate best Sie drücken den Daumen, by squeezing thumb and index finger es together. bildet sich ein A raised area is formed, Hügel und in der Mitte dieses Hügels liegt der Punkt. and in the middle of that raised area is the point. Einatmen, In? ausatmen. It's been holding breath now for 5 minutes. Und der Tonisierungspunkt der Lunge And the tonating point for the lung ist der 9er. is number 9. Er liegt hier am Übergang vom Daumen zum Radius. The location of that is the transition point of the thumb to the radius. Sie können nun diesen Punkt mit dem auriculocardialen Reflex finden. You can palpate that point with the auriculocardial reflex. Sie halten mit der einen Hand With the one hand, den Nogier-Puls you hold the Nogier point,
pulse. Und jetzt fahren Sie mit Ihrem Finger über den Meridian. And now you follow with your finger over the meridian. Und dann fühlen Sie plötzlich einen Reflex. And then you should perceive a reflex. Es ist egal bei dieser Suche der Punkte, ob positiv oder negativ. It is immaterial in this search whether it is a positive or a negative reflex. Sie merken nur, dass ein starker Reflex auftritt. You will only notice an increase in the reflex. Und dann setzen Sie die Nadel And then you place the needle nochmal auf diesen Punkt again on that point. und jetzt einatmen, ausatmen. So. Dasselbe machen wir jetzt am Herzmeridian. And the same we will now do on the heart meridian. Der Lowpunkt The low point vom Dünndarmmeridian of the small intestine meridian liegt am ulnaris Gelenk. is located on the ulnar joint. Einatmen, Breathe. ausatmen. You can say number, just what number on the ulnar. Das ist 5. Small Nee, 4. 4. That's 3. 3. Also. 1, King, Young, You, King. Point. So. Jetzt nehmen wir den Herzpunkt, And now we take the den cardiac point, Tonisierungspunkt vom the Herzen. tonating Weil wir point of the Energie heart, in dieses because ganze we Meridian want to put in energy in this meridian in das Meridianpaar. pair, the meridian pair. Ist Herz 9 ist der Tonisierungspunkt. Heart 9 is the tonation point. Einatmen. Einatmen. Ausatmen. Jetzt nehmen wir den Lowpunkt des Herzens. Now we take the low point of the heart. Das ist der Herzpunkt 5. It's the heart point 5. Stan, ask him to move around so we can see with the camera. Oh, kannst ein wenig die Seite rum, damit die Kamera es sieht. Den suchen wir wieder. Er liegt an und sich am Styloides vom Ulnaris. This point is located on the styloid point of the ulna. Ich suche ihn mir jetzt. I'm locating that point now. Einatmen. Ausatmen. Jetzt weiß ich, dass Niere und Blase schwach sind. Now I also know that kidney and bladder also have weaknesses. Ich gebe also beide Tonisierungspunkte von der Niere und der Blase. Now we are locating the tonating point of the kidney and the bladder. Der Tonisierungspunkt der Blase The tonating point of the bladder ist gleich dem Ting-Punkt, equals the tink point. also dem End- oder Anfangspunkt des Meridians. That is the terminal or the beginning point of the meridian. Bitte einatmen. Move the camera over. Is that better? Der Nierentonisierungspunkt The kidney tonating liegt point zwischen zwei Sehnen. Ich weiß nicht, den Namen kenne ich is nicht. located between two tendons. I don't know the name of those at the moment. Einatmen. Hier rechts ist die Wasserniere. On the right side you have the water kidney. Das heißt also, die Funktion der Niere hat. That means it is the function of the kidney. Links
ist die Feuerniere, On the left, we have the fire also praktisch die Nebenniere. that corresponds to the adrenals. Und Sie wissen, die alten Chinesen sagten, dass alle Energie in der Nebenniere abgespeichert wird. And as you may have read, the old Chinese say that all the energy happening is executed in the adrenals. Das entspricht in etwa unserer Physiologie. In our physiology, this corresponds. Eine schwache Nebenniere A weakened adrenal ist immer ein Zeichen für eine Energielosigkeit. is always a sign also for lack of energy. Einatmen. So. Can you feel the energy, Ron? What you're feeling in the moment? Better? Yeah. Better. Yeah. Or not? No, better. Better. Also, the fingers are most painful, but even the most painful points relax. The body tries to balance out as fast as it can. Die Tin-Punkte, also die Anfangs- oder Endpunkte, The beginning or ending point, the 10 points, sind einmal die Endpunkte oder Anfangspunkte can be both the terminal or the beginning points der of the Hauptmeridiane. main meridians. Sie wissen, wenn wir so mit den Händen nach oben You know that zeigen, when we stand with our hands pointed to the top, dann fließt die Energie the energy flows von oben nach unten in den Yang-Meridianen to the body in the yang meridian, und die Energie der Yang-Meridiane fließt von unten nach oben. and the energy of the yang meridian flows from the feet to the top, Während die Yin-Meridiane whereas the yin meridian fließen vom Brustraum flow from the chest area out to the periphery, in die Peripherie, während es an den Beinen gerade umgekehrt ist. and on the feet this is just the opposite. Die Konzentrationszone der Yin-Meridiane vom Fuß, also der kurzen Meridiane, The concentration zone of the yin meridians ist der Brustraum. is the chest area. Der Konzentrationsraum der aller Yang-Meridiane ist der Kopf. The concentration area of all the yang meridian is the head. Sobald Probleme bestehen, When there are problems in the head area, müssen wir immer an den Yang denken. you always should think of the yang. Es gibt natürlich keinen Meridian, der nicht im Kopf endet. Of course, you know that there isn't a meridian, a yang meridian that does not end in the head. Und zwar nicht über die Hauptmeridiane, sondern über die sogenannten Sondermeridiane. And that is not the main meridians, but the so-called special meridians. Denn Sie wissen, wir unterscheiden folgende Meridiane. Because as you might know, we differentiate following meridians. Die Hauptmeridiane, The main meridians, die tendinomuskulären the Meridiane, dentinomuscular meridians, in denen die Abwehrenergie fließt. in which the excretion or the elimination energy flows. Wir haben die We Sondermeridiane, have the special meridian, or maybe called auxiliary meridians, die Yin und Yang in der Tiefe verbinden. which connect the yin and the yang meridians in the depth. Und wir haben die sogenannten Wundermeridiane. And we have the other, what is called the wonder meridians. Diese Wundermeridiane schließen verschiedene Hauptmeridiane zusammen. These wonder meridians connect the main meridians. Und das Wichtigste bei diesen Wundermeridianen sind die sogenannten Wunderpunkte. And the most important fact in those main meridians are the so-called Wunder. the wonder points.
Mit Hilfe dieser Wunderpunkte with the aid of these wonder points, können wir verschiedene Meridianpaare eröffnen bzw. anregen. with the help of these wonder points, it is possible for us to open or to stimulate the various young meridians. Gib sie mir noch ein. Der Kreislauf 6 The circulation 6 ist ein solcher Wunderpunkt, is such a wonder point, den wir immer gerne stechen, which we kind of prefer to needle um die Yin-Energie in order anzuregen. to stimulate the yin energy. So, das ist jetzt praktisch die Energieaufladung für diesen Patienten. This is practically what the energy stimulation would be for this patient. Ich kontrolliere jetzt die Pulse, die oberflächlichen Pulse, also die I'm now Yang-Meridiane. checking the superficial pulses, that is the yang meridians. Ich stelle fest, dass jetzt alle Pulse in etwa in der normalen Schlagstärke sind. And I felt that all the pulses were within the normal strength area. Jetzt lassen wir den Patienten 20 Minuten oder eine halbe Stunde mit diesen Nadeln sitzen. And now we will allow the patient to remain with these needles for a period of about 20 to 30 minutes. Und ich hoffe, dass ich mich nicht blamiere. And I sure hope that I'm not being somehow stood up by this. Und der Patient sich besser fühlt. And I sure trust the patient will feel better. So. I already feel better. I can feel the circulation throughout my whole body. It's like a pulsating feeling through my whole body. Can all of you hear? Was hat er gesagt? Er fühlt sich schon besser. Er kann sein Blutfluss durch den ganzen Körper fühlen, als ob es ein Pulsieren tut. Ja, die Energie fließt jetzt wieder. So the energy should flow now. Plus I'm sweating with warmth. Explain a little bit about the physics of the needles and the energy. Stimulation. Ja. Sie wissen, der Chinese, für den Chinesen ist der Blutfluss nicht entscheidend. For the Chinese, the blood flow is not significant. Zwar ist entscheidend, ob das Blut dick oder dünn, schwarz oder rot ist. But what is significant is whether the blood is thick or thin, whether it is dark or red. Aber das Hauptaugenmerk legt der alte Chinese auf den Energiefluss. But the center of his attention that the Chinese uses is the flow of energy. Die Energie wird also durch die Ernährung die grobe Energie, die materielle Energie in den Körper aufgenommen. The main or the coarse energy is taken into the body by the use of nutrition or food intake. Und Sie wissen, wir haben drei Erwärmerpunkte. And you know that we have 3 triple warmer points. Den oberen Dreierwärmer am Skiphoid. The upper triple warmer point on the xiphoid process. Den zweiten den zweiten Dreierwärmer the second triple warmer. Haben wir zwischen Nabel und genau in der Mitte zwischen Nabel und Skiphoid. It's located exactly in the center between the navel and the xiphoid bone. Der entspricht also dem Magen. And it relates to the stomach. Der nimmt also die grobe Energie auf. It takes up the gross energy. Und dann haben wir den unteren Dreierwärmer, der liegt 2 Finger breit unterhalb des Nabels.
And the lower or the third triple warmer is located about 2 finger width below the navel. Dieser ist verantwortlich für die Ausscheidung. And that one is responsible for elimination. Denn nach den Vorstellungen der Chinesen Because according to the concept of the Chinese, wird aus diesem dritten Punkt die Energie aus dem Urin, aus der Blase zurückgefiltert. the energy is filtered via the bladder back again into the body. Also die Abwehrenergie. That is the defense energy. Abwehr oder Ableitung? Abwehr, nein, Abwehr. Ja. Jetzt die grobe Energie Now, this gross energy wird abgegeben über den oberen Dreierwärmer an die Milz. is released via the first triple warmer to the spleen. Durch die Lunge nimmt der Mensch die geistige Energie auf. The lungs are used in the human to absorb the spiritual energy. Diese geistige Energie und die aufgearbeitete Energie aus dem Dreierwärmer This spiritual energy and the produced energy of the triple warmer werden nun abgespeichert in der Nebenniere. are now warehoused in the adrenals. Und jetzt steht dem Menschen diese Energie, diese Lebensenergie zur Verfügung. And this is then what is made available to the human. This energy is then made available to the human. Dann kommt noch die Erbenergie dazu, Of course, you have to add then also the inherited energy, denn die spielte auch schon bei den Chinesen eine entscheidende Rolle. because even the Chinese perceived that this had a very marked influence. Und innerhalb von 24 Stunden And within a period of 24 hours, kreist die Energie 7-mal im Organismus. the energy cycles throughout the organism about 7 times. Morgens tritt die Yang-Energie in die Blase 1 In the morning, the yang energy cycles into the kidney number 1 und zirkuliert in den Yang-Meridianen. and cycles in the yang meridians. Abends geht die Yang-Energie in das Innere des Körpers And in the evening, the yang energy penetrates into the deeper aspects of the body, gibt die Kraft an die Speicherorgane ab. and it gives off its power to the storage organs. Also der Stoffwechsel geschieht dann praktisch nachts. So the metabolism exchange is carried on during the night. Ein typisches Zeichen, dass Yin und Yang Ausgleich zwischen Tag und Nacht A typical sign that the yin and yang are balanced at night nicht funktioniert, or does not function, dass der Patient in der Nacht immer schwitzt, unmotiviert schwitzt. as a sign for the non-function of the yin and yang meridians is the fact that the patient may have profuse sweating attacks during the night time. Es ist also der Yin und Yang Rhythmus im Tage gestört. That leads one to assume that the yin and yang rhythm was disturbed during the day hours. Das kann natürlich nun die verschiedensten Auswirkungen haben. And this can have a multitude of various results. Vielleicht ist für Sie noch interessant, It may interest you additionally dass also die meiste Energie von unten nach oben läuft, that most of the energy proceeds from the lower aspect, from the feet nur to die the top. Erbenergie, Only the inherited energy, die in den Sondermeridianen verläuft, which runs in the special or auxiliary meridians, läuft nach den Vorstellungen der Chinesen von oben nach unten. runs according to the concepts of the Chinese acupuncture from top to bottom. Wenn wir also eine erbwesentliche Belastung vermuten, And so if we suspect an inherited type of energy problems, müssen wir diese Sondermeridiane Shaoyang,
Taeyang und so weiter. We have to consider the auxiliary meridians Shoyang and Exyang and so Zum on Beispiel and so on. For example, stimulieren, stimulate. müssen die Eröffnungspunkte oder Wunderpunkte stechen, We need to needle them the wonder point um den Gesamtenergiefluss wieder herzustellen. in order to re-establish the total energy flow. So, das ist, glaube ich, das, was man Ihnen, wer noch nicht sich mit dieser gewissen Philosophie beschäftigt hat, This may be for those of you who have not dealt in this acupuncture philosophy über die Energieverhältnisse or the zu erklären. to explain the energy concepts. Hat dazu jemand eine unwichtige Frage? Do any of you have now any type of unimportant question? Nein, hat jemand eine Frage? No, I'm kidding. Does anybody have a question? Was right? So, damit möchte ich das Spektakulum beenden. Okay, now I would like to finalize or finish the spectacular thing. Can I ask a question? This is unimportant. Eine Frage, und die ist nicht wichtig, sagt er. How often then would he go through this type of treatment? Wie oft soll es durch diese Behandlung gehen? Das hängt ganz davon ab nach den Pulsen. It is totally Das dependent kann on the sein- response of the reflex points. Das kann sein, wenn er jetzt zu Hause sich nicht mehr in sein Bett legt It could be that if he no longer will utilize the bed at home, und the usual bed at dass home, die Werte sowieso schon besser sind. that perhaps the values will already remain better. Es kann aber sein, dass durch die schwere Beherdung, die er hat, However, it is also possible, because of the seriousness of the stress, immer wieder ein Rückfall kommt. that he will always have a sliding back. Und wenn meine Behandlungsart ist die, wenn nach 3 oder 4 Akupunkturbehandlungen keine eklatante Besserung eingetreten ist, My treatment regimen is such that after 2 or 3 treatment attempts as such die auch has not über Wochen produced anhält, any type of improvement, which may have lasted a few weeks, dann höre ich mit der Akupunktur auf. then I discontinue the acupuncture treatment. Denn eine Akupunktur hat nur einen Zweck, Acupuncture has only the one purpose: wenn die Energie wieder so stabilisiert werden if the kann, energy is so stabilized dass sie über lange Zeit hält. that it can hold over a longer period of time. Ich kenne Patienten, die sind 100-mal hintereinander akupunktiert worden. I know of some patients who have been acupunctured or needled hundreds of times, Das hilft zwar nicht dem Patienten, aber dem Arzt. and I felt that the most improvement was not in the patient but in the doctor. The benefit to risk ratio again. Unimportant question. Ja. Also für diesen Fall Okay, coming back to this case, sollte die Vorbehandlung würde ich die Vorbehandlung folgendermaßen vorschlagen. I would recommend the following type of pre-treatment. Der Patient sollte mit allen Mitteln metallmäßig ausgeleitet werden. The patient should be attempted to be drained with all types or all forms of metal substances. Es müssten daher alle Metalle und Metallverbindungen aus dem Mund herausgenommen werden. Any type of metal or metal-like connecting substances present in the oral cavity have to be totally eliminated, Einschließlich der parapulpären Stifte. including the pins that are still present in the dentin. Dann sollte der Patient provisorisch versorgt werden And then the patient should be temporized. und jetzt die medikamentöse Behandlung würde bei uns folgendermaßen aussehen. And the medicament type of treatment will have this type of profile in our hands. Wir würden hier Spurenelemente geben, We would give him trace minerals, möglichst ein breites Spektrum. possible as a broad spectrum. Wir haben dazu das Mittel Ultima Ratio. The specific substance we use is multimeridium, No. Ultima ratio. Ultimo radio. alto meradio, Ultimo ratio.
a homeopathic. It is a homeopathic. Ja, es hat die Spurenelemente It has im all the trace Verhältnis minerals in the relationship zum Stoffwechsel im to the Menschen. metabolism of the human. What's that called again? Ultima ratio, R-A-T. Ultima ratio. Ja. Also Thymus Thymus I'll bring the address where you get it. und Organpräparate, and organ preparations, Lunge, lung, Niere, kidney, Pankreas, pancreas, Leber. and liver. Und dazu auch die Begleitmittel. And in addition to that, also the remedies. Dann von der Firma Teurer And then going to the company Thyra, die Organextrakte organ extracts Negeront by the name of Negeront, und oder Anfokal, nicht Anti, sondern Anfokal. and a substance called Unfocal. Diese beiden Both of these, Mittel enthalten alle Steuerelemente. both of these substances contain a regulatory type of elements. Sie enthalten also alle Drüsenanteile. That is, they contain all of the glandular parts. Ja? Spell the names of the remedies. Können diese Produkte aufgeschrieben werden auf der Leinwand? Ja, aber wir haben keine Folie. Is there Doch, ich an hab empty? Folie, Fritz. An empty one? We have one of those transparencies. Dort liegen welche. Hat er welche? Wouldn't say well. So. Diese Organpräparate werden folgendermaßen von uns gespritzt. The organ preparations are used in a folic manner, that is, injected in a folic manner. Stufe 1 Step 1. wird, also nein, wir müssen sagen, die Medikamentenpackungen The medicament package, that is, enthalten Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. contain step 1, step 2, and step 3. Und zwar zweimal die Stufe 1, And that is 2 times step 1, zweimal die Stufe 2, 2 times step 2, einmal die Stufe 3. and 1 time step 3. Diese Stufen entsprechen der Konzentration. These steps are corresponding to concentration. Wir spritzen diese Mittel so am ersten Tag We inject the substances thus on the first day, einmal 1, 1 time 1, also einmal römisch 1. that is 1 time Roman numeral 1. Am zweiten Tag The second day, einmal 1. again 1 time Roman numeral 1. Ein Tag Pause. And then we give 1 day rest. Am vierten Tag einmal 2. On the 4th day, 1 time Roman numeral 2. Am fünften Tag Day 5, einmal Stufe 2. again 1 time Roman numeral 2. 4 Tage Pause. 4 day rest. Und einmal Stufe 3. And then 1 time Roman numeral 3. Dasselbe muss mindestens ein- oder zweimal in derselben Reihenfolge wiederholt werden. And this same substance should be repeated 2 or 3 times in sequence.
This is not clear. Das ist nicht klar, sagt er. Doch, also wir haben einmal Specifically- die Packung durchgespritzt. Okay, what this means is the entire package has now been injected into the patient one time. Und dann fangen wir nach einer Woche And then following a week later, dieselbe Spritzenreihenfolge wieder an. the same regimen, the same injection sequence is done a second time. Ja? Und wieder eine Woche Pause And then give the patient again 1 week rest. und dann wieder dieselbe Reihenfolge. And then again another sequence of the steps outlined here. Man muss mindestens 3 Stunden Ja, ja. So you will need to buy 3 to 5 of those packaging units in order to accomplish that treatment. Dann wäre bei ihm wahrscheinlich noch Elpimet angezeigt. And I would also recommend, in case of this patient, also the use of Elpimid. Is this sequence of use written on the package? Ist das auf der Packung erhältlich, was man da tut? Nein, No. nein. No. Das ist unsere Erfahrung. That is not Andere Ärzte machen das wieder etwas anders. this particular Ich gebe Ihnen sequence nur Anregungen, wie ich es in meiner Praxis mache. and recommendation is not found on the enclosure. It is done, carried out this way in my office. Other physicians may have a different approach to the treatment, but this is what our experience has shown for us to work, and it works. Und da, Nochmal, was ist das Material? Was Das ist die? Material sind keine Frischzellen. No, der Name von dem Ach so, Packung. Negeront The name of this package is Negeront und Anfokal. and Anfocal. Nun, meine Frage ist, tut man eins oder das andere nehmen oder beide zusammen? Das muss man im Grunde prüfen. Okay, my question was, would you recommend one or the other or both together? The answer, you need to check which is the most suitable for the individual patient. Aber beide schaden nicht. However, both are free of any type of damage or side Bei effects. jungen Menschen With young people und nicht physiologisch verbrauchten Menschen and those who have not been spent physiologically, brauchen meistens Anfokal. most will get by well with Anfocal, Während ältere Menschen whereas physiologisch elderly verbraucht, patients and those who are physiologically somewhat compromised bei uns Negeront bekommen. get from us Negeront. Stan. Sag nochmal, Elpimid, Elpimet The differentiation between Elpimid Oder or Elpimid Elpimid Forte. Elpimet, wer weiß, was Elpimet ist? Who is familiar with Elpimid? Elpimet ist ein enteiweißtes Serum. Elpimid is a deproteinized serum Von Pferden. gained or derived from horses. Die Pferde werden mehrere Stunden im Kreise getrieben. The horses are exercised for several hours on the leash. Und wie Sie wissen, werden durch die zugrunde gehen der Leukozyten And as you know, the destruction of the the resultant leukocyte leukolyses während einer Stresssituation during a stress situation, leukotaktische Stoffe aus den Leukozyten frei. the leukocytes release leukotactic substances. Frei, ja? Und diese holen jetzt die Lymphozyten und Leukozyten aus den Depots heraus. And the leukocytes and
Leukozyten und was? und Leukozyten. Lymphozyten und Oh, the lymphocytes and leukocytes then demand the stored substances to be released from the storage areas. Und auch jetzt, nach mehreren Stunden Stress, And so after several hours of such stress, wird den Pferden das Blut abgenommen the blood is then withdrawn from those horses. und aus diesem Serum And from these serum, wird jetzt das Elpimet gewonnen the albumin then is removed, withdrawn. ja, und gewonnen und auf bestimmte Weise enteiweißt. And then through a certain procedure, it is then deproteinized, Sodass keine allergischen Reaktionen auftreten können. in order to reduce or eliminate any possibility of allergic response. Wir unterscheiden Elpimet einfach und Elpimet forte. And we distinguish here between the plain albumin and the albumin forte. Es unterscheidet sich durch die Konzentration. The difference here is concentration. Nach meiner Erfahrung My ist es experience, besser, it is better längere Zeit Elpimet zu geben, for an extended period of times to nur use wenn man es albumin, messen kann. but for measurements, Dann kann man auch Elpimet forte einsetzen. then one could utilize albumin forte. Keine. Ja. Also, wir setzen es ein am ersten Tag eine halbe Ampulle. We utilize on the first day 1/2 ampule. Forte or the Nein, humidity, einfach. Wir sprechen jetzt von plain. Simple. Yeah, this now pertains to the albumin. Ja. Am zweiten Tag The second day, wieder eine halbe Ampulle. again, half of an ampule. Und das noch 2 Tage. And this will continue for an additional 2 days. Dann geben wir zweimal in der Woche eine Ampulle Elpimet. And then we give for two times a week albumin. Es ist besser, Sie geben die Ampulle nicht IV, It is better if you give the ampule Intravenös. Nicht IV. intravenös. It is better if you give the ampule not IV, sondern in das Subkutan. but rather subcutaneously. Denn, wie Sie wissen, ist es ein Stoff, der das weiche Bindegewebe und seinen Metabolismus aktiviert. Because, as you might know, it is a substance which activates the soft connective tissue. Ja. So, das ist nur eine Frage. Ja. Is Elpimet both inflammatory and anti-inflammatory? No. Bei akuten Entzündungen In case of acute inflammation und bei allen allergischen Reaktionen and by all allergic responses, ist es sehr gefährlich, Elpimet zu geben. it is very dangerous to use albumin. Da kann man es nur mit Testmethoden verabreichen. There you should only utilize it as a test substance for test methods. Denn, wie Sie sich logisch erklären können, As you can think logically through this, wenn jetzt durch das Elpimet beim allergischen Geschehen if in the case of albumin in an allergic response, noch T- und B-Lymphozyten aktiviert werden, additional T and B lymphocytes are activated, kann es zu einem Schock kommen. it can lead to an anaphylactic shock. Ja. Daher müssen Sie immer erst überlegen, und Sie können sich da sehr gut nach dem Decoder richten. So it is always good to think about it, and perhaps you can then orient yourself in this problem with the use of a decoder, Oder noch besser nach dem Leukozytentest. or even better yet, to utilize the Sie leukocyte können test. es aber Ich auch selber mache es in der Praxis so,
I myself do it this way in my practice. Dass ich LP-Med teste am Allergiemeridian I test the Alphamid first on the allergy meridian, und da am Kontrollmesspunkt. and that is on the control measurement point. Da können Sie genau feststellen, ob LP-Med oder LP-Med Forte. This way you can determine exactly whether Alphamid or Alphamid Forte. Und Sie werden sehen, dass Sie öfter auch mehrere Ampullen LP-Med auf einmal spritzen können. And you may even discover that it is possible for you to inject several ampules of Alphamid at one time. Wenn Sie jedoch nicht testen können, But if you don't have the capability of testing, dann machen Sie es nach diesem Fahrplan. then it is better if you utilize this particular recommended schedule. Ja, natürlich mit der Elektroakupunktur, wie gesagt, ist es am besten zu messen. But if you have a comprehension of electroacupuncture, there is a phenomenal advantage to specialize it for the patient's need. So what is the Alphamid used for? When are we using Alphamid? Es ist eine Stimulierung Alphamid is a des Stoffwechsels. stimulating substance of the metabolic setup. Bei diesem Fall der geopathischen Belastung As in this patient we're considering now, in the possible geopathic stress, und den anoxemischen Zuständen, and also the anoxemisch, also kein Sauerstoff. and a low oxygen flow or tension situation. Bewährt es sich noch Chinone zu geben. It may even be advisable to give him kinones, Also Hydroquinone, such as hydrokinones, sagen wir noch welches. Ubichinone, Ubichinone, Anthrachinone, Anthrachinone oder das sind die weißen. ja, Ubichinone, Anthrachinone ja. und Und Coenzyme. and also coenzymes. Coenzym. Coenzym. So, Alphamid functions as like the heels B-section intermediary tablet. You use it in the same. No, it's that. Let me. Alphamid is an unsaturated fatty acid, and I believe it contains both inflammatory and non-inflammatory prostaglandin precursors. And the A moment. Adequate tempo. Handshake here and tattoo. Anybody has a handkerchief? Handkerchief. Tempo. Or a tempo type of handkerchief? What is that? Paper type Soft of tissue. soft tissue. No, Kleenex. Or Kleenex. Okay, thank you. Anyway, that's what it is, and it's used. We have the two papers that are translated in English, and we gave that out at the first seminar. So, but we can redo it so you get a better understanding what this stuff is for. The only one, I don't use it because I don't do the leukocyte test, but Ballard has been using it, and but I'm pretty sure that's basically what it is. Well, in your experience, it's pretty safe to use. Oh, yeah. We did it last time, and we did the leukocyte test here in the class, and we did it. We had the lab guy come up, and so it was pretty easy. But I live out in the country, and I don't have a microscope, so I don't do it. But it's to measure. It's used as a test to measure the regulatory dysfunction. Okay. I want to know how to use it as an injector. Well, that's what I'm trying to do. But a lot of these guys don't even know what it is. Like Chinese here. Let's ask Fritz. Come on. Have to go over it again. The regimen he just went through, was that strictly? Yeah, I've done about 50 times, I guess. Die Nadeln nimmt man heraus, indem man sie herausdreht. It's a very accurate test, but Nicht ziehen, drehen. The needles are withdrawn from the patient in a rotating motion, not in a pulling motion. Weil man dann nochmal eine kleine Energie durch die Drehung gibt. Because in rotating the needles, there is provided an additional energy surge.
Right or left? Macht es einen Unterschied, ob man rechts oder links dreht? Ja, das ist oft ein großer Unterschied. The important point, there is a big difference. Wenn man stimuliert, If one stimulates, soll man im Grunde immer, wenn man tief sticht, also stimulieren, muss man Energie hineingeben, indem man tief sticht. if you want to impart energy, you needle deep Tief und mit Rechtsdrehung. and also with a clockwise rotation. Also man muss typmäßig unterscheiden. One has to differentiate by the type. Vollblütige Menschen Full-blooded type of people, soll man tief stechen, one should needle deep, möglichst nur links drehen possibly rotate counterclockwise, und soll die Nadeln kurz drin lassen. and the needles should remain for a short period of time. Aber so ein asthenischer Typ But such a small type, sticht man vorsichtig, one should needle very carefully, nicht tief not very deep, und macht beim Eindrehen eine Rechtsbewegung, and in the insertion one should use a clockwise rotation sozusagen im Generatorsinn eine Energie zu aktivieren. in order to activate the energy. So. Which way to rotate when you remove? Clockwise to impart energy and counterclockwise to remove energy. Is it short? Full-blooded short? On a follow-up question, is it possible then to start some people on kind of a general shotgun approach and be safe, clean them Sie sehen, der Patient ist fröhlich und sagt, er fühlt As you can say, the patient has a rather pleasant disposition now, a happy type of mood, und er fühlte sich wohl. and he actually has a good feeling. Ich glaube bestimmt, dass wir das jetzt im Leitwert I'm quite und bei der assured Decoder-Messung that the decoder measurement subjektivieren können. that we can substantiate this with those instruments. We'll run it on you. Okay. Are you glad to get those on the Yeah, I was getting so I couldn't breathe. The muscles tighten up in certain areas. Because it was longer than what we said we should leave in. Yes, So, sir. You can now get something on you. wir schreiben jetzt einen Decoder. Yeah, maybe we can take a little break now, and meanwhile we'll run a decoder. Hey, Stan. Hey, are we going to go to 7 o'clock tonight, too? Sure, 8. Whatever it takes, Terry. I'm going for dinner. Left for Spanish. Laugh it up. Doesn't want to You're not take as it well back. relieved. You're going to get your acupuncture points, too. So it wouldn't be the first time. Okay, are we ready to go? Because we have a lot of ground to cover. So many of you have a lot of questions pertaining to perhaps, will there be time to go into specific modalities in the treatment? If we want to get to anything, let's get rolling. Ich möchte nur noch kurz die Decoder von heute und gestern demonstrieren. Briefly, I would like to show you and demonstrate to you, show you the difference between the decoder printing that was allowed to be done yesterday and what we have today. Das war der Decoder von gestern Abend. This decoder printout was taken last night. Hier fehlte jegliche Energie.
Here, one thing is conspicuous. There is absence of energy. Und nach dieser Nadelakupunktur können Sie sehen, wie hier die Werte auseinandergegangen sind. And here, you can now see how the values have tremendously improved, and they're practically within the normal range. You hold up both of them? How do you feel? Fine. Reiner Zufall. Don't applaud, it actually was only a pure coincidence. What was the coincidence? Then you improve. Be quiet. Still has problems, Sam, with the upper portion, no? It's placebo. It was a spontaneous remission. No, come on, flip the chart up the second one. Oh, yes. Don't take that to indicate that the patient is cured. That's not what he meant. The only thing that was intended is to see that there is a difference that can be attained when one suspects and then treats the patient in the appropriate direction. Wir können jetzt sehen, dass seine Störung absolut im Kopfbereich ist. And of course, what this now indicates again is that his disturbance is mainly located in his head area. Und dass die Metallbelastung wahrscheinlich eine entscheidende Rolle mitspielt. And that probably that the metal burden is one of the main factors in this situation. Und hier hat wieder diese absolut abnorme Kurve. And of course, you can see the not normal swinging in curves. Die spricht für eine subakute Entzündung in diesem Kieferkopfbereich. It usually points to a subacute inflammation in the head area. Das ist also nicht mit Akupunktur zu beeinflussen. This is impossible to influence with the use of acupuncture. Aber die Gesamtenergie ist eben zu beeinflussen. However, the total energy flow was influenced by the use of acupuncture. I think that's Does he still have metals in his Okay, now to continue on that same theme from a different perspective. Und nun nochmal zurück zu unserem Patienten. Okay, let's now zoom in on the patient at hand. Ralf hat gesagt, dass in seinem Mund oder im Kopfgebiet überhaupt Metall noch vorhanden sein müsste. Ralf did mention that in his head, in the head area, there is still the presence of metals. Und aus den Röntgenbildern können wir sehen, You turn the light off. Guys, there is really a little too much background noise. und aus den Röntgenbildern können wir sehen, dass der Patient erheblich viele parapulpäre Stifte hat. In utilizing the x-rays now, we can see that the patient still has quite a few pins present in his teeth. Wir haben diese parapulpären Stifte hier mal aufgezeichnet. These pins have been recorded on the record. Pointer. Wir haben das hier mal dargestellt auf der Folie. Diese kleinen blauen Striche sind alles parapulpäre Stifte. This is indicated on this record, on the slide. Those points mean the presence of pins in the teeth. Hier ist einer, da ist einer, also am selben Zahn unter der Kunststoffkrone 2 Stifte. As I pointed out, this tooth has several, and then also the neighboring tooth has several points Bei of den pins. Prämolaren hier auch 2 parapulpäre Stifte. The premolar also has 2 pins. Und hier der 7er unten rechts hat sogar 3 Stifte. The second molar, number 31, has even 3 pins placed in it. Der 5er hat 2. And number 28 has 2. Und hier beim Molaren links unten sind sogar 4 Stifte. And on the left side, in tooth number 18, he has the presence of 4 pins. Und Sie dürfen nun nicht vergessen, dass die parapulpären Stifte ja im Dentin sitzen. And of course, keep in mind that those pins penetrate into the dentin. Und wenn Sie an die Ausführungen von Dr. Turk sich erinnern, And to go back to what Dr. Turk said, dann ist ja das Dentin mit an das Grundsystem angeschlossen. the dentin is closely or intimately related to the basic regulatory system according to Pischinger. So gehen parapulpäre Stifte machen noch viel mehr Störungen als sonstige Metalle im Mund. Consequently, the pins
that we place into the dentin cause a considerable greater degree of damage than the other metals we use on the teeth. Das ist ein Grund dafür, dass Dr. Turk und ich das ist ein Grund dafür, dass Dr. Turk und ich keine parapulpären Stifte verwenden. This is also one of the main reasons why Dr. Turk and myself never utilize those dental pins. Die können nämlich immer, wenn parapulpäre Stifte verwendet werden, solche Erscheinungen, solche Störungen finden. You can expect to find these type of disturbances every time you see evidence of pins being used. Wir nehmen die parapulpären Stifte auch deswegen nicht, And another reason why we don't utilize those pins, weil sie diese Stifte ja nur benötigen, wenn tiefe kariöse Defekte oder sonstige Defekte in der Zahnkrone sind, große Defekte. because the indication for the use of those pins now is when the tooth has already experienced exceedingly deep carious lesions or otherwise has certain weaknesses present. Und bei diesen Zähnen mit großem Substanzverlust And teeth that have experienced such enormous substance loss, haben wir ja auch meistens eine chronische Pulpitis. they also already have a chronic pulpitis present. Also es sind zwei Gründe. And so here you have reason number 2. Ob der Zahn dann erhaltbar ist oder nicht, Whether the tooth will